I've got 540 friends, and yet I'm lonely. I've got 290 likes, and yet I don't feel loved. And I have made 85 amazing posts, and yet my life is far from perfect. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome to the world of social media. Eine Welt, in der unsere virtuelle Identität wichtiger ist als unsere wahre Persönlichkeit. Eine Welt, in der Fotos wertvoller sind als Erlebnisse und Erinnerungen, die man im Kopf und im Herzen trägt. Eine Welt, in der Likes und positive Kommentare tausendmal mehr Bedeutung haben als Komplimente von Angesicht zu Angesicht und persönlicher Austausch. Eine Welt, in der wir zwar viele schöne Dinge sehen, oft schöner gemacht, als sie sind, nur dass sie leider nicht der Wahrheit entsprechen. Nicht der ungefilterten Wahrheit, denn diese kann der absurden Vorstellung eines vollkommen fehlerfreien, makellosen Lebens wohl eher nicht gerecht werden. Auf Instagram, Facebook und TikTok ist jeder so perfekt. Spitzenkarriere, Top-Aussehen, romantische Beziehung, teures Auto, wunderschönes Haus, traumhafte Urlaube. Alles ganz selbstverständlich. Anstrengungen und Misserfolge, die gibt es nicht. Oder vielleicht gibt es ja doch. Nur wir sprechen nicht darüber. Denn in der Welt der Illusionen soll es so aussehen, als würde uns alles in den Schoß fallen. Und wenn es dann doch einmal nicht so läuft wie geplant, handeln wir ganz nach dem Prinzip Never let them see you bleed. Schließlich zählt ja der Schein und nicht das Sein. Social media makes us believe that life is up here the entire time, but that is not the truth. The reality is that behind every wonderful picture, there might be a broken soul. The reality is that behind every beautifully written Instagram caption, there might be a person struggling to find themselves. And the reality is that behind your many followers, there's nobody that is going to be there in times of need. On social media, we just show that top 1% of our life. The 1% that is perfect. No one, literally no one cares about the other 99%. The behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day bland normality. Selbst wenn es uns im Real Life schlecht geht, sieht uns das in der Virtual Reality keiner so schnell an. Wir müssen nur die richtige Position einnehmen. Kopf nach oben, Lächeln aufsetzen und klick, schon haben wir es geschafft. Das perfekte Selfie, das später dann im Netz mit dem Hashtag MyHappyLife gepostet wird. And the problem is gone. Zumindest scheint es so durch Wisch und weg. Aber im echten Leben gilt das Meister-Popper-Prinzip Wisch und weg leider nur für Schmutzflecken. We are constantly comparing our behind the scenes to other people's fake highlight and filtered worlds. We use them as a mirror for how we should look, how we should be, and how we should live. And particularly for teenagers, it can be hard to find themselves if they're permanently told who they should become. Ja, besonders für uns Jugendliche ist es schwierig, wenn man sich an Maßstaben orientiert, die man niemals umsetzen kann, weil sie fiktiv sind. Wenn man sich Ziele setzt, die man niemals erreichen wird, weil sie digital manipuliert sind. Und wenn man sich an Idealen misst, die gar nicht ideal sind, weil sie nur in der virtuellen Blase existieren. But I figured out ways to deal with it because I've learned that I will become a happier self when I stop putting pressure on myself to be more like somebody else. It's hard for me, but I'm trying to accept the fact that people are always going to judge me. But to be honest, I already don't care about their opinion in real life, so I certainly don't want their comments on social media. In the end, I have to be the one that is satisfied with the life I lead. Und deshalb versuche ich, schöne Momente in meinen Erinnerungen abzuspeichern. Mit Gefühlen und nicht mit Likes. Mich selbst zu mögen, auch mit meinen Schwächen, und sie nicht durch Filter zu tabuisieren. Und wenige, dafür aber gute Freunde zu finden, anstatt Friends auf Facebook zu sammeln.
And I've also learned that life is full of ups and downs, that sometimes we fly high just to crash a moment later. And that is totally okay. It's the challenges, struggles and hard times that help us grow. Denn, wie man so schön sagt, es kommt nicht darauf an, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Es scheint, als würde die Welt der sozialen Medien aus Zuckerwatte bestehen. Auf den ersten Blick wirkt sie auf uns Menschen irreführend anziehend. Dann wollen wir immer mehr davon. Mit der Zeit werden wir süchtiger und süchtiger, bis sie uns letztendlich innerlich krank macht und zerstört. It's hard to believe how addicted we've become. Before we even turn on the light in the morning, we reach out for our phone, start scrolling, commenting, and of course liking. When we are engaging with social media, a chemical called dopamine is released. That is the exact same chemical which makes us feel great when we gamble, when we drink, and when we smoke. To put it in other words, it's highly addictive. If you go out for dinner with your friends and spend your evening scrolling through social media, that is an addiction. And if you sit in class with people you're supposed to be listening to, but your focus is actually on the phone, that is an addiction. And if you're on vacation, you take a selfie every 2 minutes, that is an addiction. Meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal denke ich mit etwas Wehmut an meine Kindheit zurück. An die Zeit, in der ich einfach im Garten mit Freunden spielte, anstatt Friends auf Facebook zu adden. In der mir meine Eltern Geschichten aus Büchern vorlasen und ich Geschichten nicht auf Insta-Stories verfolgte. In der man umarmt wurde, wenn man etwas gut gemacht hatte und nicht nur geliked. Und dann frage ich mich, wie ich all das so lange festgehalten habe. Ganz ohne Social-Media-Kanäle. Ladies and gentlemen, we must never forget that every single one of us in this room only has a set number of days. Let us be careful not to waste any of these precious days. So, log out from your social media accounts and log into the real world. Stop blogging. Start living. In diesem Sinne, look into people's eyes and not at their names on the screen. Talk to others, don't type. Give people your love, don't give them your like. Thank you. Dankeschön.